Der Jahreswechsel steht vor der Tür und so möchte ich mit euch einen kleinen Blick zurück auf das Projekt werfen, was mich in diesem Jahr am meisten beschäftigt hat. Und das war natürlich mein Buch zum Thema Spielplatten. Genauer gesagt waren es sogar 2 Bücher und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zur Erinnerung, im Spätsommer 2021 endete die Kickstarter-Kampagne zu meinem Spielplattenbuch. Und zwar so erfolgreich, dass ich noch während der Kampagne beschlossen hatte, damit 2 Bücher zu finanzieren. Zum einen natürlich das eigentliche Spielplattenbuch von rund 240 Seiten, zum anderen ein etwa 100-seitiges Buch, in dem sich alles um Werkzeuge und Geländebaumaterialien dreht. In dieses kleine Buch wollte ich quasi alle Standardinfos auslagern, um mehr Platz im großen Buch zu haben. Entsprechend starteten mein Team und ich im Herbst 2021 zunächst mit dem kleinen Buch. Und auch wenn man denkt, hey, mit den Materialien arbeite ich schon jahrelang, das Zeug kenne ich in- und auswendig, ihr glaubt gar nicht, auf welche Infos man stößt, wenn man erstmal mit der Recherche anfängt. Warum werden Acrylfarben beim Trocknen immer einen Tick dunkler? Wodurch werden manche Klebstoffe spröde? Und wie lassen sich wasserabweisende Materialien am besten bemalen? Entsprechend war das kleine Buch auch nicht mal eben gemacht und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich die teilweise recht komplexen und zugleich sehr interessanten Hintergrundinfos ausgelagert habe. Denn so bekommt jeder Kickstarter-Unterstützer und Late Pledge-Teilnehmer ein kompaktes und zeitloses Bastelnachschlagewerk. Und natürlich wird es dieses Buch später auch regulär zu kaufen geben. Etwa im Februar 2022 startete ich dann mit den Arbeiten am großen und eigentlichen Buch. 2 Dinge waren mir dabei konzeptionell extrem wichtig. Erstens sollten es möglichst viele Tutorials ins Buch schaffen, die alle wichtigen Bereiche des Geländebaus abdecken. Und zwar von einfachen Grundlagen über komplexere Techniken bis hin zu dem ein oder anderen echten Profi-Tipp. Gleichzeitig sollten diese Tutorials modular aufeinander aufbauen oder zumindest beim Nachbasteln verschiedene Optionen bieten. In zum Beispiel den Bemalabschnitten erkläre ich zunächst anhand einiger Farben Schritt für Schritt eine möglichst einfache und dennoch effektreiche Bemalung. Danach folgen stets weitere Beispiele als kompakte Darstellungen, bei denen ich andere Farben verwendet, aber dieselben Techniken genutzt habe. Also egal, ob in der jeweiligen Anleitung gebaut oder bemalt wird, ich zeige immer mehrere Möglichkeiten und erkläre, wie ihr das Gezeigte ganz nach Geschmack variieren könnt. Denn vielleicht wollt ihr eure Geländestücke bzw. Spielplatten ja größer, dunkler oder bunter haben. Außerdem ist mir wichtig, dass das Buch viel Neues bietet, was bislang noch nicht in TWS-Videos zu sehen war. Natürlich lassen sich gewisse Überschneidungen nicht vermeiden, vor allem bei grundlegenden Techniken. Aber selbst dann habe ich geschaut, dass ich immer noch ein paar Neuerungen einbaue und nützliche Tipps aus 8 Jahren TWS ergänze. Worauf mein Team und ich ebenfalls viel Wert legen, ist die Funktionalität des Buchs. Alle Abschnitte sind selbstverständlich klar gegliedert und immer mit aussagekräftigen Fotos versehen. Wichtige Infos und Materiallisten sind hierbei zusätzlich ausgelagert, sodass sie einem direkt ins Auge fallen. Nützliche Tipps und Dinge, die ihr unbedingt beachten solltet, sind in den Texten jeweils hervorgehoben, sodass ihr sie nicht übersehen könnt. Und wenn es irgendwo im Buch noch weiterführende Infos gibt, ist das stets mit einem konkreten Seitenverweis vermerkt, sodass ihr nicht lang blättern müsst. Auch ein umfangreiches Stichwortverzeichnis zum schnellen Nachschlagen wird im fertigen Buch enthalten sein. Apropos fertig, aktuell müssen noch um die 60 Seiten fertiggestellt werden, darunter einige der etwas zeitaufwendigeren Geländestücke und Spielplatten. Wenn alles klappt, sollte das aber bis etwa April/Mai 2023 abgeschlossen sein, sodass beide Bücher anschließend auf Deutsch und Englisch gedruckt und weltweit verschickt werden können. Der Late Pledge wird daher noch einige Wochen offen bleiben. Wer mag, kann also gerne noch einsteigen und sich damit fast alle Boni und Preisvorteile sichern, als hätte er beim Kickstarter mitgemacht. Danach werden die Bücher über verschiedene Händler regulär vorbestellbar sein, bevor sie ab kommendem Sommer dann ganz normal erhältlich sind. Bis dahin ist natürlich noch eine Menge zu tun, was ihr in den regelmäßigen Kickstarter-Updates und in den extra Video-Diaries auf diesem Kanal gerne mitverfolgen könnt. Jetzt aber erstmal schöne Weihnachten und entspannte Feiertage und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!